Hi zusammen, wir sind Zoe und Merlin, oder auch bekannt als The Film People, und wir bauen aus diesem Sprinter unser Vollzeit-Zuhause. Heute wird's ernst, und zwar bohren wir heute Löcher in unser Auto. Jetzt geht's richtig los, endlich. Zum einen werden wir heute unseren Max Air Fan einbauen. Der dient dann als Dachluke und als Ventilator gleichzeitig. Wir haben uns für das Modell entschieden, weil das, glaube ich, so der gängigste ist, und in fast jedem Van-Conversion-Video auf YouTube wird dieser Max Air Fan verbaut, und da dachten wir uns, na gut, da werden wir dann wohl schon mit richtig liegen. Das Gute hier dran ist, dass man diesen Ventilator auch bei Regen benutzen kann, und zwar hat er hier dieses Dach und zieht seine Luft aber von unten an. Das heißt, wenn es oben drauf regnet, können wir trotzdem noch den Ventilator laufen lassen. Das hat man mit den meisten anderen Ventilatoren nicht, weil die müssen dann hochgeklappt werden und dann regnet es rein, und das will man nicht. Außerdem wird hier noch so eine praktische Fernbedienung mitgeliefert, mit der man den Ventilator dann gut kontrollieren kann, wenn er dann mal eingebaut ist. Der hat verschiedene Stufen, ich weiß gar nicht genau wie viele. Aber das Coole ist, dass der auch ein Thermostat eingebaut hat, und man kann quasi seine Wunsch- oder Solltemperatur eingeben, und der Ventilator sorgt dann von alleine dafür, dass diese Temperatur auch erreicht wird. Außerdem kann man hierbei zwischen 3 verschiedenen Farben wählen. Wir haben uns jetzt für diesen Tinted Smoke Grey Whatever Cover entschieden. Das gibt es aber auch noch in komplett schwarz und komplett weiß. Aber wir haben so ein bisschen die Hoffnung, dass hier trotzdem noch Licht und Sonne reinkommt, was ein guter Nebeneffekt ist. Ich habe mir mal hier diese Innenverblendung von unserer Dachluke genommen, die kommt dann später so von unten dagegen, dass das alles schön abschließt. Wir müssen nämlich jetzt erstmal rausfinden, wo wir das ganze Ding anbringen wollen. Wir haben uns dafür entschieden, das hier relativ in der Mitte zu machen. Müsste eigentlich genau die Mitte sein, ja, von oben. Wir wollen jetzt unseren Airfan noch einmal testen, bevor wir den da oben reinbauen und nicht wieder rausbekommen. Das Ding funktioniert, wir können das oben einbauen. Endlich passiert mal was am Auto, was man auch von außen sieht. Der Plan ist jetzt, das hier erstmal von unten hier hinzukleben, wo wir es haben wollen. Dann bohren wir in jede Ecke ein Loch, und dann nehmen wir das ganze Ding, gehen damit aufs Dach, setzen es so auf die Löcher drauf, dass es wieder übereinstimmt. Und dann können wir das ganz oben anzeichnen und aussägen. Jetzt wird's ernst. Ich habe noch nie ein Loch in ein Auto gebohrt. Konzentrier dich. Okay. Das Ganze nehmen wir jetzt mit aufs Dach und legen es so wieder drauf. Und deswegen sind die Löcher auch extra so versetzt, damit wir das wieder zuordnen können. Und dann bauen, dann wissen wir von oben, wo es hin soll. Da sind Löcher in unserem Van. Ich klebe jetzt gerade den Schneiderand mit Tape ab, und zwar macht man das, damit der Lack und auch das Metall hier nicht so wegsplittert, sondern dass man da eine gerade Schnittkante hat.
kleben jetzt noch diesen Müllsack von unten unter die Stelle, wo wir jetzt gleich das Loch reinsägen, damit die ganzen Metallspäne alle aufgefangen werden und wir die nicht unten im Auto haben und dann übersägen können. Jetzt geht's richtig los. Okay, ich baue jetzt erst nochmal ein Loch, damit ich überhaupt mit dem Sägeplotter reinkomme. Das Ganze mache ich aber auch nicht hier außen auf der Kante, wo wir gezeichnet haben, sondern ein bisschen weiter innen. Dann arbeite ich mich mit der Säge hier lang. So. Jetzt müssen wir hier die Ränder noch ein bisschen abfeilen. Danach nehmen wir Lack und überlackieren die ganzen Stellen, die jetzt keinen Lack mehr drauf haben, damit das an der Stelle nicht rostet. Und wir müssen ganz schnell hier diese Metallsplitter vom Dach entfernen, weil das verursacht alles Rost. Es ist mittlerweile nach 16 Uhr. Wir haben immer noch nicht den Max Airfan eingebaut. Meinst du, wir schaffen das heute alles noch? Das Ding muss rein. Ja, das schon, aber die Fenster. Die Fenster, ich weiß ja nicht. Naja, wir haben gerade noch ein weiteres Problem entdeckt. Und zwar haben wir ja dieses Streben oben auf dem Dach. Und dadurch, dass der Ventilator da drauf sitzt und nicht auf der glatten Dachfläche selber, können wir den irgendwie nicht so gut anbringen. Deswegen schauen wir jetzt gerade mal, wie wir das irgendwie ändern können. Und der Merlin will jetzt hier aus diesem Plastikrahmen so eine kleine Ecke rausschneiden, dass das irgendwie ein bisschen flacher aufsitzen kann. Nachdem ich diesen Rahmen hier ein bisschen präpariert habe, wird der jetzt hier so eingesetzt. Und hier ist immer noch so ein bisschen Spiel. Deshalb machen wir so Dichtungsband rum. Sieht so aus. Jetzt machen wir einfach hier drunter. Das ist echt anstrengend. Das Einsetzen hat jetzt soweit ganz gut geklappt. Wir haben das schön verklebt und so viel Kleber drunter gemacht, dass der schon rausgequollen ist an der Seite. Das Schrauben ging also halb gut. Also die Schrauben sind leider nicht ganz so gut qualitativ, aber an den meisten Stellen haben wir jetzt die Schrauben reinbekommen und wir werden das sowieso alles hier nochmal Silikon abdichten, dass hier überhaupt nichts mehr reinkommt. Und das Ding sitzt jetzt auf jeden Fall schon bombenfest. Also von daher, irgendwie wird es halten. Erzähl mir nichts von deinem kleinen Wutanfall gerade. Ne?
eigentlich ganz gut aus von innen. Wir haben zum Glück hier richtig fest bekommen. Dieser Holzrahmen, den wir gebaut haben, der ist schön fest geworden. Und jetzt werden wir hier innen diese Schlitze noch mit Silikon auffüllen, damit das alles hier schön ist. Und dann wird der Lüfter eingesetzt. Er sitzt. So, das Ding haben wir jetzt hier reingehoben. Aber es sitzt noch nicht tief genug. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir das noch ein bisschen weiter absenken. Und dann können wir nämlich hier links und rechts jeweils 2 Schrauben reinschrauben. Dann hängt das Ding hier auch richtig schön fest drin. Und dann haben wir es endlich geschafft. Den Max Airfan einzubauen war an sich eigentlich ganz easy. Das hat alles sehr gut geklappt. Das Einzige, was es ein bisschen schwerer gemacht hat, war diese länglichen Verstrebungen, die wir oben im Dach haben. Dadurch mussten wir das ein bisschen ausgleichen mit unserem Dichtungstape. Aber ansonsten hat das alles sehr gut funktioniert und wir wollten den halt unbedingt an dieser Stelle haben. Wie wir uns schon fast gedacht haben, haben wir es natürlich nicht geschafft, den Max Airfan und noch Fenster an einem Tag zu installieren. Das wäre auch eine ziemlich sportliche Aufgabe gewesen. Aber wir heben uns das mit den Fenstern jetzt einfach für nächste Woche auf. Deswegen beenden wir an dieser Stelle auch schon unser Video für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr sehen wollt, wie wir nächste Woche hier seitlich 2 Schiebefenster reinmachen, dann schaut doch nächsten Sonntag wieder vorbei. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuschauen.